Guten Morgen, Tien, Ola. Sei Dankeschön für Trekum. Dankeschön für mit mir top Gott sein Wort studieren. Gott sein Wort hat all die Antworten, die uns fehlen im Leben. Gott sein Wort hat die Antwort, von wo wir können gerat sind. Und für die von jenen, die mit uns top all haben Galata studiert, wir haben auch viel gelehrt, was Paulus hat zu der Galatischen Kirche geschrieben. Und weil haben sie sollen treu nur die Wahrheit drehen, nur das wahre Evangelium, was er gebracht hat. En nicht die falsche Lehre glauben, wat de nu wel verdrehen. So, wir haben auch viel geleerd davon und du hast auch viel gewusst für uns. Paulus wollte uns die krasse Dinge sein. Und so, wir wollen von der Version 1 fertig merken. Und Paulus hat auch viel geredet von der Uitfall, was dort kommt. Wenn sie wollen in der Lehre anfallen, was die falsche Lehre wollen haben, was sie sich selber freschluten ableiten. Und so mit dit im Sinn, dat Paulus in Teil Dinge zu von reden, und wir werden die bloß ein klein bisschen übergehen, und dann wo wir wieder gehen mit der ewige Version. So, Paulus hat mir die Uitfallen, was die Worten kommen, wenn sie wollen die falsche Lehre der Lehre abnehmen. Und dort erste wir, dort dann halbt ihn Christus nicht. So, wenn sie würden in der Lehre anfallen, wenn sie sich würden beschneiden lassen, dann würden sie dort würde halten zum Gerad worden. Dann sagt Paulus, dann halbt ihn Christus nicht. Dort wir nicht, wenn Christus nicht Kraft hat, aber dort wir sie jeng drei und fangen sich waren an, ab ihre eine Anstrengung zu verloren, sich reich merken mit Gott. Und dort wir so, wenn sie die Arbeit, was Christus hat getan, Krieg, dann waschmieden. Und so, und dann zweitens sagt Paulus, dann sind die schuldig, war der ganze Gesetz von Moses nur zu folgen. Dort wir in Vers 3. Paulus hat hier auch viel von geredet. Und er wollte davon reden, dort, wenn sie würden trägen und dort ab der Beschneidung holen, dann wären sie verantwortlich, das ganze Gesetz nur zu tun. Und wir wollten dort, keiner jemals haben, Mensch könnte dort ganze Gesetz nur folgen, als bloß Jesus Christus selbst. Er hat dort ganz verfehlt. Und er hat dort ganz können holen. Aber kein Mensch hat jemals das ganze Gesetz holen. Und hiermit will er sein, wenn sie würden trägen, dann wären sie so, als wenn sie sich von der Sklaverei abgelegt. Das ist ein sehr strenger Wert. Und so schön es wie uns aufhängen ab Wort verloren, wie sieht Jesus Christus, zum uns reich mehr für Gott, dann sagt Paulus, dann sind wir verantwortlich, das ganze Gesetz nur zu tun. Und so, dann haben wir uns entschieden, dass wir das wollen, proben selbst zu tun. Und das ist allmählich. Wie viel von uns, wenn wir wirklich würden nur ans Leben checken, wie würden Dinge sein, wo wir wirklich ab uns verloren, wo wir können Gott seine Gerechtigkeit uns verdienen. Einzige Mal, ohne einer Stelle holen, dat in der wirklich nur checken, kann einer dort nicht sein. Wenn Gott, wenn wir Stelle holen in Frieden Gott, dass er uns soll halten, ans Wesen in ans Leben, was wir uns verloren besieht haben, dann mit einmal dann haben wir viele Dinge sein, was da sind. Und so, könnte das sein, dort ein Wort von uns, wir verloren uns nur ab den Sabbat. Wenn wir dann den Sonntag holen, ab dem Westen Weg, dann dürfen wir uns ab dort verloren, dort uns Wort eine Gerechtigkeit bringen für Gott. Dass Gott dann Wort ein Gefallen hat an uns. Und aber könnte es sein, dass eine Kleidie, ein Teil von uns, solange ich bei den Kleidien blieb, wo ich sehe, dann hat Gott ein Gefallen an mich. Und das ist nicht zum Sein, dass so und so soll einer sich umtragen. Aber wenn wir uns ab den Dingen verloren, zum uns reich merken für Gott, dort wo dort arg wird. Wenn ich am Anfang ein Christ wäre, dann Leute mir wahre Dinge ableiten, was Menschen zu mir sehen, was ich wahre soll tun, wenn es anders wird Gott meine Gebete nicht hören. Und ich weiß noch nicht, was von der Freiheit ich habe in Christus, wenn ich habe noch nicht so gewassen. Und so, ich leite mir Dinge wahre ableiten von anderen Menschen und eine Sklaverei anbringen, wenn ich habe noch nicht gelehrt, wo ich soll in der Freiheit bleiben, wo ich in Jesus Christus habe. Und so, mir wird gesagt, dass wenn ich nicht so und so würde, wird Gott meine Gebete nicht hören. Und ich will überhaupt, Gott soll meine Gebete hören. Und dann werden dort welche Dinge abnehmen. Und
als ich wusste, dann lehre ich, dass Gott hier nicht meine Gebete wens, ich do so und so. Gott hier meine Gebete wens, ich Jesus seine Gerechtigkeit hat ab mir. Kijk mal, wat Römer 10 Vers 4 sagt. Das heißt, dass der Christus hat mit dem Gerechtigkeitsgesetz eingemerkt. Wer am Abend läuft, der ist gerecht. So, ich muss dort lernen, dass ich wie gerecht, wenn ich an Jesus leben darf. Und dann Gott hier auf meine Gebete, wenn Jesus hat mir die Freiheit gegeben. Und so 2. Korinther 4 Vers 21, das heißt, dass Gott mir den, der von keinem Sinn wisst, in unser steht, zu sehen, dass wir durch Arm für Gott gerecht worden. So als dort für am Jahren dort. Und so, Gott mir Jesus zu sehen, er hat keinen Sinn, aber er mir am zu sehen, dass wir für Gott können gerecht werden durch Arm. Und das, was für Gott jahren dort. Nicht, dass ich so oder so deut, aber was der jahren dort ist, dass ich Jesus seine Gerechtigkeit hat auf mich. Und so, ich muss auch Dinge lernen, wo ich mir lang angehalten habe, dass die Dinge, dass ich mir abverloren. Und so, du hast Freiheit von den Dingen. Und Gott sei Dank, dass wir frei werden von den Dingen, was wir haben absoluten ableiten. Und weil wir das wirklich verstehen können, denk mal an, was das wird tun für mich und für dich. Wenn wir die Wahrheit wirklich können verstehen und annehmen, dass durch Jesus war wir gerecht für Gott. Und dann wird wir in der Freiheit leben und in der Gerechtigkeit, was Jesus uns gegeben hat. Nicht wenn wir glauben, wie man uns dort verdient. Dort ist so zum Meid worden, wenn einer so dort läuft. Und du hast Freiheit von dort. Und dann sagt Paulus zu Ende, dann habe ich ihn von Christus losgemerkt. Das ist in Vers 4. Das ist interessant, wenn ab Englisch sagt, dann habe ich ihn von Christus losgeschnitten. Und die falschen Lehrer dann lehren, dass sie müssen sich beschneiden lassen. Zum noch gerecht worden für Gott. Und so, dort meint so viel, dass die jüdischen Lehrer dann lehren, sie sollen sich beschneiden lassen. Und Paulus sagt, dann soll ich ihn von Christus losschneiden. Und so, sie sollen sich losschneiden von der Arbeit, was Jesus auch vorher gemerkt am Kreuz. Wir können uns nicht um beides holen, wo auch Jesus Christus. Und dann viertens seht ihr, das ist auch in Vers 4, wir sind von der Genur, dann sind die von der Genur aufgefallen. Das sind bloß sehr strenge Werte. Wir werden uns von Genur auffallen, wenn wir nur Dinge drehen, zum uns reich merken für Gott, wie sieht Jesus seine Gerechtigkeit. Ist das nicht zum Grün, wenn einer da wirklich denkt? Und wenn einer da wird hier, dann hat eine sehr hostig Innerlichkeiten in Frauen, sind da Dinge, wo ich mir abverloren. Und es steht Jesus Christus, weil ich will nicht. Ich will mich ganz abverloren. Gott seine Gnade, der uns nicht bloß für das ewige Leben raten, aber Gott seine Gnade, der hilft uns zum Bestehen bleiben, alle Tag. Und wenn wir anfangen, uns Vertrauen zu setzen auf andere Dinge als Jesus Christus, für die Säuligkeit, dann verliert wir den Schutz, was wir haben in Gott seine Gnade, zum uns Bestehen halten, alle Tag. Und dann in Vers 5, in Saas, da sagt es, dass unsere Hoffnung ist, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben für Gott gerecht werden. Wie Christus Jesus teilt dort nicht in Bett, ob wir beschnitten sind oder nicht. Er verlangt Glauben, der durch Läufe zum Verschieden kommt. Als Christen, wir sind all losgeraten von der Sklaverei, von der Sinn. Und wir sind für immer von der Tuning von Sinn losgemerkt, wenn es dort auf Jesus betont. Aber wir leben noch in dieser Welt, wo dann Teil beiset ist. Und wir leben noch in der Welt, wo dann Teil Versägung ist, zum Sinnen. Und so, wir können uns wählen, als wir wollen frei leben, in den seine Kraft. Und so, Paulus wird hier noch viel mehr von reden, ab in Galata 5. Und so, ich freue mich, da als er tot, da mehr von reden. Aber so, wir können uns wählen zum Freileben, in der Kraft von den Heiligen Geist, aber wir können in der Sklaverei leben, von unserer alten Sinn-Natur, und dort die Kontrolle über uns geben. Paulus dort so erklären in Römer 6, Vers 12 bis 14. Er sagt, da wir in Leute sind, nicht in jenen stofflichen Körper herrschen, dort je nicht daunen matten, wo nur der Sinn gelassen wird,
Lot die sind keine Lehrer brauchen, der Eierreichtigkeit zu deinen. Jef ging leider Gott han, aus Sonne, die von Tod zum Leben gekommen sind. Und Lot arm jene Lehrer brauchen. Die Gerechtigkeit zu deinen, die sind, soll nicht ewig herrschen können. Weil sie sind nicht unter das Gesetz, aber sie sind unter Genug. Die sind ein Dollmann, die haben Säuer, die Schrift studiert in seinen nahen dieser Zeit, wo wir sind, wo wir beim Leben aus der Stadt. Wir haben all, aber wir sind noch nicht. Und so, wir sind all gerechtfertigt durch Jesus Christus, aber wir leben noch nicht mit am Taub in aller Ewigkeit. Würde keine Sinn mehr was sein. Und so, aber doch, dort wir dort noch nicht haben, wir leben, da wir noch in ein jährlichen Himmelreich. Und das, was er braucht, das erste Mal, was er kommt dort. Und der Christen hat als Glauben schaffen durch Läufe. Nicht das Fleisch worten durch die Selbstanstrengung. In Paulus seine Brief, da Paulus Vierten von reden, was die Gemeinschaft ist zwischen Glauben und Worten. Und Gode Worten kommen, wenn sie Glauben haben. Die kommen nicht in der Stadt Glauben. Und so, ich glaube, dort bringt dort Klarheit. Dort, weil wir im Glauben leben, dann kommen die Worte. So ist Gott dort gefallen hat. Und wenn wir in Jesus Christus sind, dort meint das, wir sind von Sinn ewig losgemerkt. Und so, aber das meint auch, dass Jesus uns losmerken von dem Sinn hier auf dieser Welt, wann wir hier leben. Und dort ist, wenn wir dann den Heiligen Geist Kontrolle geben über uns Leben, dann tun wir die Dinge, was Gott will haben, was wir dann sollen tun und was ihm gefallen hat. Und wenn wir wundern, was die sind, hier kam ein paar Versen, und hier ist, was Jesus sagt, in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Und er sagte ihm, du sollst den Herrn, den Gott, mit deinem ganzen Hort Gott sein, und mit deiner ganzen Seele, und mit all deinen Gedanken. Das ist das gerade erste Gebot. Und das zweite Gebot ist mit dem Blick. Du sollst deinen Nachbar genauso gut sein als dich selbst. Auf diese beiden Geboten hängt der ganze Gesetz und auch die Propheten. Wenn wir dann uns glauben sollten auf Jesus Christus, dann wollen wir gerechtfertigt für alle Ewigkeit. Aber wir haben eine Verantwortlichkeit zum Leben in Jesus Christus durch den Heiligen Geist, durch Gott leben und andere Menschen leben. Paulus wird noch viel mehr von reden, Luther und in Galata 5 von das. Und so, von der war wir bloß 2 Frauen, aber und ich weiß, dass wir haben auch viel von das geredet, aber ich glaube, da ist eine Ursache, woran Paulus da immer war, davon reden. Wenn er will haben, die Menschen sollen Klarheit kriegen, dort soll kann ihre Gerechtfertigkeit bloß in Jesus Christus finden. Und so, ich will noch wahre Frauen. Und so, was ich will fragen von dir ist, erste Wort in meinem Leben, wo ich mein Vertrauen absagt, wie sieht Jesus Christus in die Arbeit, was er vorher gemerkt umkriegt, zu mir raten. Aber sucht das vielleicht einen anderen Weg fragen, dort uns dort ein bisschen klarer ist, sind da Dinge, was ich nie kriege in meinem Leben da, wo ich mich so fühle, wenn ich das nicht tue, dann wird Gott mir rückstellen. Und wenn du so eine Dinge sind, dort sind dann die Dinge, wo ich mich absolut ab mir gerechtfertigt merken für Gott. Und so Paulus hat sehr strenge wird für die Galata und für uns. Wenn wir uns vertrauen, ab was sagen, wie sieht Jesus, dann sind wir von seiner Genug aufgefallen. Dort ist so, wenn wir die dort schützen, was wir haben in ihren Arm verloren, und gehen weiter drehen und dann uns dort proben, selbst zu verdienen. Wenn einer wirklich daran denkt, dann denkt einer so, wo wird einer mal wählen, sie dort. Aber sie dort sind wie Menschen, wenn wir nicht dann in der Wahrheit bleiben. Und dann, Gott hat nicht einen Bleistift, ein Papier, ein Schriftstuhl, alle gute Dinge, was wir tun, und dann da nur, das er uns annehmen. Er wird uns annehmen, wenn wir in der Gerechtigkeit stehen, was wir haben in Jesus Christus. Ist das nicht gut nur recht? Das meint so viel, für die von uns, die müde sind, von uns anstrengen, und proben besser zu sein, und immer weiter, spät sich das so, und ich habe noch nicht haben. Das ist der gute nur recht.
Und die dürfen uns dort nicht verdeuen. Wir kriegen Jesus seine Gerechtigkeit ab uns. Dort wir können gerecht tun für Gott. Und dort wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Für alle Ewigkeit. Und dann Nummer 2, ist das, wenn du Dinge sind in meinem Leben, was ich kann sein, wo ich mir verloren habe, was tue ich mit dir? Und was wir können tun, ist, wir können Gott sagen, halt mich, dass ich mir nicht unter verloren, als bloß Jesus Christus seine Gerechtigkeit, was heute mir gibt. Und könnt ihr auch sagen, dass some von uns, wir glauben nicht, dass das möglich sein für uns, wo können Gott mir glauben, wenn heute weit von all den Dingen, was ich in meinem Leben getan habe. Und du hast ein Part von uns, was wir uns so fallen, wenn wir nach was Dinge proben, gut zu tun, dann wird dort noch rechter merken, für all die rechten Dinge, was wir haben getan. Und wir glauben, das ist bloß zu einfach. Wo kann einmal sein, Jesus, ich verlobe mir ab die für die Rechtigkeit, und ich kann reich werden für Gott. Für some von uns ist das sehr schwer, dort unternehmen. Und gerade und wie lange wir als Christen gewesen, wie man abrüsten, dass wir in der Freiheit blieben, wozu Christus uns verhalten hat. So, für die von uns, die mehr sind von Proben, wir können uns geloten fühlen und uns verloten ab der Gerechtigkeit, was wir haben in Jesus. Und wenn wir bestehen bleiben in der Wahrheit, wenn wir uns nicht loten, andere Dinge anreden. Und so, das ist nötig, dass wir uns selbst nur sein, dass wir den Heiligen Geist fragen, dass Gott soll den Heiligen Geist brauchen, um uns wiesen, die Dinge an uns leben. Und dass wir die Dinge in uns Leben rüten. Und so, Jesus hat mit seinem Blut für unsere Sünden betont. Heute ist gestorben, dass ich und du können frei sein. Und so, wir können uns dort nicht verdeuen. Wenn wir uns ruhen in Arm und wenn wir in der Freiheit leben. Und dann werden wir aufhören, Gott preisen und zu danken, für was er getan hat für uns. Ich glaube, dort wird ein Teil Freiheit bringen in uns Leben. Und wenn du Gedanken kommen, von, oh, du machst nach dort und du machst nach dort, und das wird Gott die Richtsteuten, oder das wird Gott die nicht annehmen, wenn wir die Wahrheit reden über die Dinge. Und wenn wir uns Bibelversen sehen, wo davon reden, und dort wir können die Dinge in uns Leben rüten, und dort wir können sagen, Gott sei Dank, dort ich die Gerechtigkeit in Jesus Christus kann haben, dort ich mir den Weg nicht durch Proben zu verdienen, und immer war müde worden, und doch komme ich nur nicht haben, wenn es dort nicht mehr möglich. Gott sei Dank, Jesus sehr umtritt, dort ist vor ich. Und so, heute habe ich dort vor ich gemerkt, dort ist ganz betont für mich und für die. So, sehr Dankeschön für Treikum. Das nächste Mal, wo wir reden von falschen Lehrer. Paulus wird viel sein von den falschen Lehrer. Und so, wir haben, wenn wir glauben, wir haben das Zeit nicht falsche Lehrer, wir haben in diesem Teil, die wollen uns proben, auch umzureden. So, wir wollen von Dingen lernen, wo wir können sein, wer die falschen Lehrer sind. Und so, ich freue mich dazu, kommt nächste Mal rein, und dann werden wir mehr Gott sein Wort studieren. Und ich bin sehr dankbar für Gott sein Wort, und ich bin sehr dankbar für alle von Ihnen. Gottes Segen.